um das Budget zusammenzukratzen. Ich verstehe nicht, warum das da so schräg ist. Eine Ziege, ein Schaf. Diese Front montieren. Für die Bodenplatte. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Ja, hier bei uns in der Küche. Wir machen weiter. Viele Dinge fehlen noch. Mit dabei haben wir wieder Gabriel, den Bauherr, Hallo. und Jürgen, unseren tatkräftigen Helfer und Ordnungsmeister. Servus. Wie geht's den Männern heute? Gut. Wir sind schon drauf und dran, auch die Hochregalreihe runter zu nivellieren. Alles bestens. Mir geht's gut und jetzt starten wir los, dass wir da endlich vorankommen. Da kommen wir nicht runter. Die Ecke ist zu hoch. Der Boden vom Körper steht hinten auf dem Eckstein auf. Der berüchtigte Stein des Anstoßes. Der Robert hat uns ja damals den Eckstein weggestemmt, aber nicht tief genug. Ich glaube, wir sind durch, oder? Hinten links gehört noch ein bisschen. Da? Da, ja, ganz links. Jürgen im vollen Einsatz. Wir haben es geschafft, den Schlitz nochmal durchzustemmen. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, die Küchenmöbel wirklich aufs richtige Niveau zu bringen, ohne dass wir vorher am Stein aufliegen mit der Ecke. Geht schon so schräg rein. Da ist fast kein Überstand mehr als da. Ich verstehe nicht, warum das da so schräg ist. Was ist denn da los? Das kann es ja nicht sein. Da sind wir auch parallel, da auch. Das heißt, die Schräge da hinten, die kann nur vom Korpus selber kommen. Schaut auch gut aus. Die Kante ist auch parallel. Ja, das heißt, wir sind im rechten Winkel. Ja, während die Männer drinnen schön fleißig weiterwerken, schaue ich jetzt mal zu unseren Pflanzen, weil wir haben jetzt wieder einige kühle Tage gehabt und jetzt schauen wir mal, ob es denen gut geht und werden dann auch gießen. Hier im ersten Gewächshaus muss ich ja nicht gießen, wir haben ja eine Bewässerungsanlage. Und was ich so sehe, geht es den Pflanzen auf jeden Fall gut. Wird Zeit, dass wir die auch umsetzen bzw. einsetzen. Ein Traum ist es, irgendwann einen richtigen Folientunnel zu haben. Die Frage ist nur, wie das hier auf unserem Grundstück umsetzbar ist. Ich hätte ja am liebsten auch gerne Tiere, Hühner, eine Ziege, ein Schaf, damit so die Grundnahrungsmittel abgedeckt sind. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Wir haben ja sonst auch noch einige Projekte. Wie ihr wisst, ist unser nächstes großes Projekt die Fassade. Die wollen wir im Herbst angehen. Also, wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Halbwüchsig so Meter hoch. Wow. Das war wirklich wie im Traum. Die Blütenduft und auch die Pracht, das optische. Ja. Das war unglaublich. Ja, das erfreut auch richtig das Herz, finde ich. Ja. Ja, der Sigmund ist da und baut an seinem Hot Tap, also an seinem eigenen Badefass weiter. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ja, wir haben jetzt den Umfang gemessen und auch Innenmaß, Durchmesser gemessen. Und wollen wir ausrechnen, dass die vorbereiteten Stücke ausreichen für die Rundung. Und dann schneide ich erst den Boden, die Runde aus und dann wollen wir zusammenbauen. Dann braucht man nur mehr zwei so Ringe, die das Ganze dann zusammenhalten. Und dann hoffen wir auf eine baldige Sitzbad. Wie lange hast du bis jetzt gebraucht? Lohnt es sich, es selbst zu bauen? Ja, wenn man selber das Holz hat, dann lohnt es sich schon, meiner Meinung nach. Zeit ist viel vergangen, aber ich habe wenig daran gearbeitet. Wir haben zu dritt einmal ein halber Tag und dann habe ich alleine wieder mal einen Tag, ja, für die Stücke, ja, für die Holz gearbeitet. So sehen unsere Staffeln aus.
Die eine Seite so und die andere Seite so. Die werden dann ineinander eingebaut, zusammengestellt. Unten ist die Nut für die Bodenplatte. 1,5 cm sollte reichen. Und dann werden wir noch abbürsten, damit diese Spuren noch wegkommen, die dunkle Oberfläche schöner wird. Ja, das lade ich ein in meinen Hänger und führe ich sie auf den Bestimmungsort, wo wir sie aufbauen wollen und dann mit Gottes Hilfe benutzen wollen sogar, ja, und Freude haben. Ja, ich habe jetzt auch einen guten Tipp bekommen vom Sigmund, nämlich, dass ich die Tomaten ein bisschen schüttel. Ja, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ich habe ja meistens zu, weil das Wetter ist bis jetzt eher unstabil und recht kühl. Und deswegen habe ich dann ein bisschen Bammel, dass da keine Insekten reinkommen, um die Tomaten zu bestäuben, beziehungsweise ja, die Bienen. Ja, deswegen nehme ich das jetzt mal selbst in die Hand. Die Küche ist soweit fertig nivelliert. Wir werden jetzt also die Platten miteinander verkleben und dann an den Möbeln befestigen. Und wir werden dann diese Möbel dazustellen, weil da haben wir ein bisschen einen Spielraum. Ja, und ich versuche da mal in dem Wirrwarr zu kochen. Wir haben nämlich Hunger. Während die Lene kocht, werden wir mit Jürgen diese Front montieren. Dafür messen wir mal hier oben, wo das Türband montiert ist. Das heißt, wir machen das gleich auch unten. Wenn es nicht passt, ist der Jürgen schuld, ja? Die Lade auch, glaube ich. Jetzt kommt der große Test. Die Spannung steigt. Bam, eingeschüttelt, ne? Nicht schlecht. Perfekt. Ein guter Miteinander. Wir haben gut gespeist, jetzt geht es weiter mit der Küche. Dafür, dass wir hier die Nischentür einbauen können, müssen wir da ein bisschen Möbelbau betreiben, weil wir sonst unsere Scharniere so nicht befestigen können. Im Groben so. Da kommt also eine Platte her, in der Farbe, die steht gerade hinter mir. Wir müssen einen Streifen abschneiden davon. Dann können wir hier die Scharniere montieren, damit diese Nischentür hier reinpasst. Danach brauchen wir wieder so einen Streifen auf dieser Seite, wo unsere Nischentür anschlagen kann. Und wir brauchen dann noch einmal so einen Streifen hier zwischen den Möbeln. Das wird dann so aussehen, weil wir hier nicht auf Nullmaß gehen können, weil sonst die Türen nicht mehr aufgehen, weil wir ja hier einen Winkelversatz haben von ungefähr 20 Grad. Einfach ist das Ganze natürlich nicht. Also ich empfehle Ihnen jeden, eine Nischentür direkt bei der Küchenplanung einplanen zu lassen und nicht im Nachhinein einzubauen. Gut, wir
haben eine Ausstellungsküche, ist natürlich sowieso nicht. Ja, richtig, wie die Leni gerade gesagt, unsere Küche ist eine Ausstellungsküche und wir müssen das halt eben dazu basteln, weil es so nie vorgesehen war. Wir machen jetzt einen Dünger für unsere Pflanzen im Garten. Da hat es uns teilweise ein bisschen Wasser rausgedrückt. Wir schauen also, dass die Endkappen wirklich auch drin sind. Ja, die Bewässerung bewässert nicht lang genug. Wir stellen sie also auf 10 Minuten. Und dann machen wir weiter im nächsten Gewächshaus. Da haben wir noch was vor uns. Es ist höchste Zeit. Die sind unten schon angewurzelt an der Erde. Ich habe aber tatsächlich Lust, eine Tomate draußen im Hochbeet auszuprobieren, ob das vielleicht was wird im Freien. Ich glaube nicht, aber wenn wir so viele Tomaten haben, können wir das Experiment auf jeden Fall machen. Suchen wir mal die allerkleinsten raus hier. Ja, also hier sind auch schon die vorsortierten und die sind auch alle aussortiert, so wie das in der Natur ist. Natürliche Selektion. Übernehmen wir das jetzt da bei den Tomaten? Wir haben nach wie vor zu viele Tomaten, deshalb haben wir beschlossen, die Paprika aus dem Gewächshaus auszuscheiden, weil uns Tomaten wichtiger sind. Die Paprika kommen also in Kübel und dann stellen wir es an die Hauswand. Dort kriegen sie auch relativ wenig Regen ab, dafür viel Sonne und Wärme. Oh nein, die ersten Übeltäter. So, sind überall in der Erde. Hast du ein leeres dazu? Schnecken direkt im Gewächshaus sind natürlich nicht sehr positiv. Jetzt kommt die Bewässerung fürs zweite Gewächshaus. Stand 35 mal 35. Einer einzigen Gurke geben wir die Chance. Die habe ich gekauft, die war verbilligt, aber die schaut jetzt schon irgendwie ein bisschen mitgenommen aus. Naja, wir werden sehen. Voilà! Unser Hochbeet ist auch fertig geworden mit Bepflanzung und Bewässerung. Also für heute reicht es dann einmal im Garten. Ja, ihr Lieben, es ist mal wieder ein trauriger Tag. Wie schon öfter bei diesem Hausbau muss ich etwas verkaufen, was mir sehr lieb ist. Ihr wisst ja, wir wollen die Fassade noch machen beim Haus und um das Budget zusammenzukratzen, muss ich etwas veräußern. Mein allererstes Auto habe ich schon verkauft, das wisst ihr ja. Das war ein Ford Mustang von 1968. Diesmal muss mein allererstes Motorrad dran glauben, aber bevor ich es verkaufe, zeigen wir es euch nochmal. Ja, ist das nicht ein cooles kleines Ding? Das ist in ihrer vollen Pracht. Das ist ein
Ziemlich kleines Motorrad. Ich drehe es einmal um. Ja, dennoch war es für mich eine coole Zeit, mit dem Motorrad zu fahren, es herzurichten. Manche wissen es vielleicht, wenn nicht, erkläre ich es euch. Es ist ein 125 Kubik Honda CB 125K von 1975. Das ist ein Zweizylinder-Twin-Motor. Das ist auch das Besondere dran. Es ist ein Hochdrehzahlmotor, der dreht bis 11.000 Umdrehungen und hat auch gut Leistung, nutzt die 125er Klasse auf alle Fälle aus. Hat Spaß gemacht, ja, aber wie gesagt, Prioritäten ändern sich. Es ist eines von mehreren, beziehungsweise eines von vielen Motorrädern. Ich meine, ja, ein lachendes Auge ist dennoch nicht dabei. Es ist nur ein weinendes Auge dabei, aber was hilft's? Dafür wird die Fassade da hinter mir hoffentlich fertig werden. Also, ciao!